Willkommen zu Guidos Galaxis. Mein Name ist Guido Schwarz, ich bin der Leiter des Swiss Space Museums. Heute werfen wir einen Blick auf Mission Control. Das ist der Ort, an dem die Raumfahrtmissionen nach dem Start geleitet werden. An diesem Ort werden spezielle, wichtige Entscheidungen getroffen. Und nur ganz wenige Leute sind dort zugelassen, die haben solche speziellen Access Badges wie dieser aus der Apollo-Zeit. 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Das berühmteste aller Mission Control Center ist das der NASA in Houston, Texas in Amerika. Mission Control ist übrigens nicht mit dem Firing Room in Florida zu verwechseln. Die Ingenieure im Kennedy Space Center, die waren für den Start der Rakete zuständig. Sobald die Rakete vom Startplatz abgehoben hat, da wechselte man zur Flugkontrolle in Houston. Und dort saßen rund 20 Flight Controller an eben solchen Mission Control Konsolen. Jeder der Flugingenieure hatte seinen eigenen Bereich, für den er verantwortlich war. Auf den Bildschirmen, auf den Konsolen, da trafen laufend Daten vom Apollo-Raumschiff und von der Mondlandefähre ein. Und so konnte man immer sagen, ob alles in Ordnung war. So auch bei der Mission Apollo 13, wo am 14. April 1970 der Funkspruch eintraf: Houston, we've had a problem. Okay, Houston, we've had a problem here. Can say again, please. Houston, we've had a problem. Die Apollo 13 Astronauten Jim Lovell, Fred Haise und Jack Swigert waren auf dem Weg zum Mond und dann explodierte ein Sauerstofftank. Diese Explosion hat die Systeme derart in Mitleidenschaft gezogen, dass an eine Mondlandung nicht mehr zu denken war. Im Gegenteil, die Astronauten schwebten fortan in Lebensgefahr. Und sowohl Energie als auch Sauerstoff waren ein knappes Gut. Und man wusste nicht, würde es reichen bis zur Rückkehr. Die Apollo-Kapsel war unbrauchbar und deshalb hat man die Mondlandefähre, die an der Kapsel angedockt war, zum Rettungsboot umfunktioniert. In Mission Control hat man fieberhaft an einem Rettungsplan gearbeitet. Bald schon war klar, dass man um den Mond herumfliegen und mit der Erdanziehungskraft zum blauen Planeten zurückkehren würde. In der Atemluft hat sich mehr und mehr CO2 angesammelt. Das CO2 hat man mit solchen Filtern aus der Atemluft gebunden. Allerdings das Problem dabei, diese viereckigen Filter, die waren für die Kommandokapsel gebaut und diese hat nicht mehr funktioniert. In der Mondlandefähre hatte man nur wenige Filter und diese waren rund. Und so mussten sich die Ingenieure in Mission Control etwas einfallen lassen. Sie haben alles Material, das sie an Bord der Kapsel wussten, haben sie zusammengenommen und haben eine Verbindung zwischen dem viereckigen und dem runden Filter gebaut. Und die Astronauten an Bord der Kapsel haben dann das nachgebaut und so konnte man das CO2 aus der Atemluft wieder rausfiltern und das Problem war gelöst. Es ist klar, dank kompetenter Ingenieure und einer großen Portion Improvisationstalent haben es die Mission Controller geschafft, die Astronauten lebend zur Erde zurückzubringen. Und als dann die Kapsel am Fallschirm aus der Wolkendecke herunterkam und die Astronauten im Ozean wasserten, dann hat man in Mission Control den erfolgreichsten Fehlschlag der Raumfahrtgeschichte mit Zigarren gefeiert. Und das hier sind originale Zigarren von jeder Apollo-Mission eine. Damals feierte die Öffentlichkeit alle Astronauten, die erfolgreich von ihren Missionen zurückgekehrt sind, mit Ticker-Tape-Paraden. In Cabriolets fuhren die Astronauten in den großen Städten durch die Häuserschluchten. Die Straßen waren gesäumt von Schaulustigen, die Fähnlein schwenkten und Souvenirhüte trugen. Und an den Straßen hingen solche Welcome-Schilder und von den Wolkenkratzern, da regnete es Papierschnipsel.
Die Apollo-Missionen dauerten von 1968 bis 1972. Doch schon während die Astronauten noch auf dem Mond spazierten, hat die NASA bereits an der Zukunft der Raumfahrt gearbeitet. Und da war auch ein Schweizer beteiligt, doch dazu mehr in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zusehen. Ad Astra.